Was ist das Besondere an einer Tantra-Massage? Heutzutage gibt es sehr viele Anbieter von tantrischen Massagen. Ich würde sagen, allein in Deutschland sicherlich einige hundert Männer und Frauen, die das anbieten. Wobei es zum allergrößten Teil tatsächlich Frauen sind, die das machen. Ja, was eine normale Massage ist, naja, das ist recht einfach. Aber was ist eine Tantra-Massage? Heißt Tantra-Massage einfach nur, dass es eine sinnliche Massage ist? Dass die Sexualität mit einbezogen ist? Ja, für viele Menschen ist genau das die Definition. Nicht wenige Menschen, vor allem Männer, nutzen die Tantra-Massage als niveauvolles, sinnliches Erlebnis. Und da ist nichts falsch dran, aber es ist halt nicht ganz alles. Denn es gibt schon ganz grundsätzliche Unterschiede zwischen einer Erotikmassage und einer Tantra-Massage. Und dabei geht es jetzt nicht darum, dass das eine oder andere besser oder schlechter wäre. Das Besondere an einer Tantra-Massage ist natürlich ganz offensichtlich das Wort Tantra darin. Doch was ist eigentlich Tantra? Im Internet findet man immer ähnliche Definitionen darüber. Das ist meistens bezogen auf das historische Tantra. Gewebe, Kontinuum, Verbindung, das liest man da ganz oft. Aber was ist Tantra ganz real in der täglichen Praxis? Wie geht das? Was bewirkt es? Kann man das lernen? Ja, um es vorab zu sagen, Tantra kann man nicht lernen. Genauso wenig wie man zum Beispiel lernen könnte, ein Künstler zu sein, sagen wir mal ein kreativer Pianist zum Beispiel. Man kann als zukünftiger Tantra-Masseur oder Masseurin aber, ja, ich sag mal, eine hilfreiche Grundlage an die Hand bekommen, zum Beispiel bestimmte Prinzipien und Techniken. Das ist durchaus unterstützend als Einstieg auf dem tantrischen Weg. Aber das bloße Beherrschen eines bestimmten Prinzips macht niemanden zum Tantriker. Und die Abfolge einer bestimmten tantrischen Technik macht aus einer Massage auch noch lange keine Tantra-Massage. Ja, insofern kann ich dir vielleicht schon an diesem Punkt eine erste Frage beantworten, die du vielleicht haben könntest. Gibt es schlechte Tantra-Massagen? Nein, das gibt es nicht, aber es gibt Massagen, die sich Tantra-Massagen nennen und es aber ja eigentlich gar nicht sind. Eben genau von Masseuren oder Masseurinnen, die sich eine bestimmte Abfolge oder ein bestimmtes Prinzip angeeignet haben und das dann eben dabei belassen. Und auch daran ist nichts verkehrt an sich. Es sind dann vielleicht ganz wunderbare, sinnliche Massagen. Doch mit Tantra hat es dann eben in vielen Fällen ja vielleicht nicht so viel zu tun. So, was ist nun also Tantra? Was macht eine wirkliche Tantra-Massage aus? Nun, kurz gesagt ist Tantra die Offenheit, Bereitschaft und auch ja, Fähigkeit, in wahrhaftigen Austausch zu gehen mit der Welt, mit anderen Menschen, aber schon auch mit mir selbst. Und das bezieht dann möglicherweise die Sexualität mit ein. Doch Tantra oder die Tantra-Massage nur darauf zu beziehen, das geht nicht weit genug. Denn Tantra schließt zwar nichts per se aus, aber Tantra schließt auch nichts per se ein. Es ist halt ein ganz undefinierter Raum. Ein Raum, in welchem alles möglich ist und nichts sein muss. Man öffnet sich der Möglichkeit, mit dem zu gehen, was für alle Beteiligten stimmt. Ja, mehr noch, man lernt genau das zu erspüren und dann auch den Mut zu finden, dem zu folgen, sich darauf einzulassen oder eben auch manchmal einfach zu verzichten. Und das geht dann eben weit über nur eine Tantra-Massage hinaus. Das ist tatsächlich was aufs ganze Leben anwendbar ist. Ich begegne einer Situation und spüre immer deutlicher, ob und in welcher Weise sie für mich und alle anderen stimmig ist. Dann überwinde ich vielleicht sogar auch dann und wann mal ein Vorurteil oder eine Angst und tue dann genau das, was, naja, es klingt vielleicht kitschig, aber ich sag's mal so. Ich tue das, was der Liebe dient, was mir und der Welt gut tut, lebendig macht, Schönheit bringt. Wenn ich nun also, wie gesagt, einfach nur eine bestimmte Technikabfolge lerne und dann denke, dass mich das zum Tantriker macht oder zur Tantra-Masseurin, ja, dann unterliege ich einem Irrtum. Aber es kann sehr wohl die Basis sein für ein weiteres Forschen und Experimentieren, immer in mir selbst, aber schon im Kontakt mit anderen Menschen. So geht der tantrische Weg. Und nur wenn ich darin mutig bin und dann und wann auch Wagnisse eingehe, werde ich auf diesem Weg voranschreiten. Denn im Tantra geht es schon auch eben darum, innere Beschränkungen in Frage zu stellen und sie, ja, falls sie ohne Nutzen sind oder mir gar schaden, zu überschreiten.
sich zu weiten und mehr so zu werden, wie man gedacht ist. Und vieles von dem, was man auf diesem Weg als Wagnis empfindet, ist nichts anderes als die Angst vor dem Neuen und dem Unbekannten. So, und in dem Sinne ist ein Mensch, der Tantra-Massagen anbietet, im idealen Fall ein Mensch, der schon ein gutes Stück von diesem Weg gegangen ist. Zumindest schon angefangen hat, sich auf diesem Weg zu machen. Und dabei geht es, ja, um Verbindung und es geht um Erweiterung. Den Weg, den der erfahrene Tantra-Masseur oder die erfahrene Tantra-Masseurin selbst zurückgelegt hat, ist das, was dann einem anderen Menschen im Rahmen zum Beispiel einer Tantra-Massage eröffnet werden kann. Und dabei kann es dann um die Sexualität gehen. Es kann aber auch um Liebe, Vertrauen oder Hingabe gehen. Das zeigt sich meist recht schnell und offensichtlich, wenn man den Mut hat, dahin zu sehen. In den meisten Fällen wird eine Tantra-Massage dabei von massierenden zum massierten Menschen gehen, also kein körperlicher Austausch sein. Doch auch hier kennen das wahre Tantra und die wirkliche Tantra-Massage eigentlich keine festen Regeln. Und in dem Sinne ist es natürlich schon herausfordernd, wenn die Tantra-Massage in einem kommerziellen Rahmen angeboten wird. Denn alleine schon, um sich vom Rotlichtbereich abzugrenzen, gehen die meisten Institute schon den Weg, dass sie gewisse Grenzen und Rahmenbedingungen vorgeben. Und das kann auch sinnvoll sein und durchaus auch im Sinne des Tantra. Es ist also wichtig, dass du mit deinem gewünschten Masseur oder deiner gewünschten Masseurin vorab schon in Kontakt gehst und besprichst, was du dir von der Massage wünschst und erhoffst, spätestens bevor die Massage beginnt. Und sei dabei möglichst offen und ehrlich, denn damit legst du die Grundlage für eine gute Massage, die dann ganz im Sinne des Tantra ist. Ja, vielleicht noch ein Wort zu den Tantra-Massage-Sessions. Während in der Tantra-Massage mehr die pure Erfahrung im Vordergrund steht, bieten die Sessions noch einmal einen ganz anderen Raum, in welchem du eine bestimmte Thematik, die dich beschäftigt, bearbeiten kannst. Und nicht viele Anbieter stellen solche Räume zur Verfügung, einfach weil das natürlich nochmal ganz anders in die Tiefe geht als, ich sage jetzt mal, nur eine Tantra-Massage, wobei das natürlich die Massagen nicht abwerten soll. Denn wenn du bei einer Tantra-Massage meist einfach gar nichts tun musst, außer zu genießen und Tantra zu erleben, erfordert die Tantra-Session in aller Regel deine aktive Mitarbeit in Form von Übungen, Ritualen, auch Gesprächen. Dabei bestehen die Tantra-Sessions meist aus einer ausgewogenen Mischung aus all dem. So, ich hoffe, dass ich dir einen guten Überblick geben konnte. Und falls du Fragen hast, kannst du uns natürlich total gerne kontaktieren. Alles Liebe, Dirk Liesenfeld.